Guten Tag, ich habe ein Problem mit meinem Internet. Guten Tag. Was genau funktioniert denn nicht? Das Internet ist sehr langsam und manchmal geht es gar nicht. Seit wann haben Sie dieses Problem? Seit gestern Abend. Vorher war alles normal. Nutzen Sie WLAN oder ein Kabel? Ich nutze WLAN. Haben Sie den Router schon neu gestartet? Ja, zweimal, aber es hat nicht geholfen. Gibt es bei Ihnen im Haus Stromausfälle oder Wartungsarbeiten? Ja, gestern gab es für kurze Zeit keinen Strom. Das kann der Grund sein. Der Router braucht manchmal Zeit. Was kann ich jetzt tun? Ich prüfe kurz Ihre Verbindung. Einen Moment bitte. Kein Problem. Ich sehe, dass es in Ihrer Gegend gerade Probleme gibt. Aha, das erklärt vieles. Wir arbeiten bereits daran. In ein paar Stunden sollte alles besser sein. Das ist gut zu hören. Ich arbeite von zu Hause. Das verstehe ich. Ich gebe Ihrem Anschluss Priorität. Vielen Dank, das ist sehr nett. Gern geschehen. Wenn es morgen noch Probleme gibt, rufen Sie bitte wieder an. Das mache ich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Einen schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Hallo, ich bin zum ersten Mal in Kiew. Willkommen. Wie gefällt Ihnen die Stadt bisher? Sehr gut. Die Stadt ist groß und sehr schön. Ja, Kiew hat viel Geschichte und viele Parks. Ich habe heute Morgen den Fluss gesehen. Das ist der Dnipro. Viele Menschen gehen dort spazieren. Ich habe auch Sirenen gehört. Was bedeutet das? Das ist ein Warnsignal. Dann gehen viele Menschen kurz in Sicherheit. Ist das hier normal? Leider ja, aber die Menschen bleiben ruhig. Ich finde die Leute hier sehr stark. Danke. Das Leben geht weiter, trotz allem. Die Cafés sind offen und die Menschen lächeln. Ja, das ist uns wichtig. Können Sie mir einen Ort empfehlen? Ja, besuchen Sie den Maidan und danach einen kleinen Park. Das mache ich gern. Wenn Sie Fragen haben, helfen die Leute hier gerne. Vielen Dank. Ich fühle mich hier willkommen. Das freut mich sehr. Genießen Sie Ihren Besuch. Guten Tag. Ich möchte ein Fahrrad mieten. Guten Tag. Für wie lange möchten Sie das Fahrrad? Für einen ganzen Tag. Kein Problem. Möchten Sie ein normales Fahrrad oder ein E-Bike? Ein normales Fahrrad ist gut. In Ordnung. Welche Größe brauchen Sie? Ich bin 1,80 Meter groß. Dann passt dieses Modell gut. Wie viel kostet es? Für einen Tag kostet es 15 €. Ist ein Schloss dabei? Ja, ein Schloss und ein Helm sind inklusive. Sehr gut. Gibt es schöne Wege in der Stadt? Ja, entlang des Flusses und durch den Park. Das klingt perfekt. Bitte zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Hier bitte. Danke. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Vielen Dank. Ich freue mich schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Möchten Sie frühstücken? Ja, bitte. Was gibt es heute? Es gibt Brot, Käse, Eier, Obst und Joghurt. Gibt es auch warmes Essen? Ja, Rührei und Würstchen. Dann nehme ich Rührei und Brot. Möchten Sie Kaffee oder Tee? Einen Kaffee bitte. Mit Milch oder ohne? Mit Milch bitte. Möchten Sie noch etwas? Ja, etwas Obst. Sehr gerne. Setzen Sie sich bitte. Vielen Dank. Guten Appetit. Danke, das sieht sehr lecker aus. Freut mich. Wenn Sie noch etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Kennen Sie die Stadt Berdjansk? Ja, sehr gut. Ich war dort früher oft im Sommer. Wirklich? Wo liegt die Stadt genau? Sie liegt im Süden der Ukraine, direkt am Asowschen Meer. Ich habe gehört, das Meer dort ist sehr warm. Ja, das stimmt. Es ist eines der wärmsten Meere in der Region. War der Urlaub dort beliebt? Sehr beliebt. Viele Familien kamen jedes Jahr. Was haben die Menschen dort im Urlaub gemacht? Sie sind schwimmen gegangen, haben am Strand entspannt und Fisch gegessen. Gab es auch viele Cafés und Spazierwege? Ja, besonders an der Promenade. Abends war dort viel Leben. Das klingt sehr schön. Ja, es war eine ruhige und freundliche Stadt. Und wie ist die Situation heute? Heute ist die Stadt leider besetzt. Das ist sehr traurig zu hören. Ja, viele Menschen vermissen diese Zeit sehr. Denken Sie oft an diese Urlaube zurück? Ja, besonders im Sommer.
Glauben Sie, dass man eines Tages wieder dort Urlaub machen kann? Ich hoffe es sehr. Die Stadt hat eine besondere Atmosphäre. Ich würde Berdjansk gerne einmal sehen. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn es wieder möglich ist. Danke, dass Sie diese Erinnerungen geteilt haben. Sehr gerne. Es ist wichtig, sich an schöne Zeiten zu erinnern. Hallo, hast du am Samstagabend Zeit? Hallo. Ja, eigentlich schon. Warum fragst du? Ich habe am Samstag Geburtstag und plane eine kleine Feier. Oh, das wusste ich gar nicht. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Es wird nichts Großes. Wo feierst du denn? Bei mir zu Hause, ganz entspannt. Wie viele Leute kommen? Nur ein paar Freunde und Kollegen. Das klingt gemütlich. Ab wann geht es los? Ab 18 Uhr. Man kann kommen, wann man möchte. Soll ich etwas mitbringen? Vielleicht einen Kuchen oder etwas zu trinken. Gerne. Hast du einen Lieblingskuchen? Schokoladenkuchen mag ich sehr gern. Perfekt. Dann backe ich einen. Das ist sehr lieb von dir. Gibt es Musik oder Spiele? Ja, leise Musik und ein paar einfache Spiele. Klingt nach einem schönen Abend. Genau das wünsche ich mir. Dann komme ich sehr gerne. Super, ich freue mich sehr. Ich mich auch. Bis Samstag. Guten Tag. Ich möchte eine Reinigung bestellen. Guten Tag. Gerne. Für welche Art von Wohnung? Für eine Zweizimmerwohnung. Wie groß ist die Wohnung ungefähr? Etwa 55 Quadratmeter. Wann soll die Reinigung stattfinden? Am Freitagvormittag, wenn möglich. Das passt gut. Was soll genau gereinigt werden? Küche, Bad, Böden und Staub. Möchten Sie auch eine Reinigung des Kühlschranks? Ja, das wäre gut. Gibt es Haustiere in der Wohnung? Nein, keine. Sind Sie während der Reinigung zu Hause? Ja, ich werde zu Hause sein. Die Reinigung dauert etwa 2 bis 3 Stunden. Das ist in Ordnung. Der Preis beträgt 45 Euro. Das passt für mich. Dann trage ich den Termin ein. Vielen Dank für die Informationen. Sehr gerne. Wir sehen uns am Freitag. Guten Tag. Ich brauche Ihre Hilfe. Guten Tag. Bitte sagen Sie mir, was passiert ist. Ich habe mein Portemonnaie verloren. Das tut mir leid. Wo haben Sie es zuletzt gesehen? Wahrscheinlich in der Straßenbahn oder an der Haltestelle. Welche Linie sind Sie gefahren? Die Linie 7, Richtung Zentrum. Wann war das ungefähr? Heute Morgen gegen 9 Uhr. Was war alles in Ihrem Portemonnaie? Mein Ausweis, meine Bankkarte und etwas Bargeld. Haben Sie schon versucht, die Karte zu sperren? Noch nicht. Ich wollte zuerst hierher kommen. Ich empfehle Ihnen, die Karte so schnell wie möglich zu sperren. Ja, das mache ich sofort nach dem Gespräch. Sehr gut. Ich nehme jetzt eine Anzeige auf. Wie lange dauert das? Nur ein paar Minuten. Ich brauche Ihre persönlichen Daten. Kein Problem. Haben Sie schon beim Fundbüro nachgefragt? Noch nicht. Das wäre der nächste Schritt. Manchmal werden Sachen abgegeben. Das gibt mir Hoffnung. Wir melden uns, wenn es neue Informationen gibt. Vielen Dank für Ihre Hilfe und die Informationen. Gern geschehen. Bleiben Sie ruhig und passen Sie gut auf sich auf. Guten Tag. Guten Tag. Möchten Sie ein Eis? Ja, sehr gern. Es ist heute sehr warm. Ja, das stimmt. Perfektes Wetter für Eis. Welche Sorten haben Sie heute? Wir haben Schokolade, Vanille, Erdbeere, Mango, Zitrone und Pistazie. Das klingt alles gut. Welche Sorte empfehlen Sie? Mango ist heute sehr beliebt. Dann nehme ich Mango und Vanille. Gerne. Möchten Sie 2 Kugeln? Ja, bitte. Im Becher oder in der Waffel? In der Waffel bitte. Möchten Sie etwas obendrauf? Zum Beispiel Schokolade? Ja, ein bisschen Schokolade wäre gut. Sehr gern. Möchten Sie auch eine Serviette? Ja, bitte. Das macht 3,50 Euro. Hier sind 4 Euro. Danke. Stimmt so? Ja, passt. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag. Danke, den wünsche ich Ihnen auch. Guten Tag. Ich möchte Tickets für den Freizeitpark kaufen. Guten Tag. Für wie viele Personen benötigen Sie Tickets? Für 2 Erwachsene. Möchten Sie Tickets für einen Tag oder für das ganze Wochenende? Für einen Tag reicht uns. In Ordnung.
Möchten Sie ein normales Ticket oder ein Ticket mit Fastzugang? Was ist der Unterschied? Mit Fastzugang müssen Sie weniger warten. Dann nehmen wir normale Tickets. Das kostet insgesamt 40 €. Sind alle Attraktionen im Preis enthalten? Ja, alle Fahrgeschäfte und Shows. Gibt es auch Attraktionen für ruhigere Besucher? Ja, wir haben ein Riesenrad, Gärten und einen See. Das klingt gut. Möchten Sie einen Parkplan dazu? Ja, bitte, das wäre hilfreich. Hier ist der Plan. Die Restaurants sind hier markiert. Super. Kann man im Park mit Karte bezahlen? Ja, überall. Dann zahle ich jetzt mit Karte. Vielen Dank. Hier sind Ihre Tickets. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und einen tollen Tag im Park. Vielen Dank.